And I am grateful. I read the book in one day, and I felt that many of the stories and the insights gave words to the feelings in my heart about Mr. Gulen. With Hoja Effendi, it was 180 degrees the opposite. I could not have imagined, from what I had read and what I'd written and what I'd heard and what I'd thought, someone like the person I encountered. His intellect, his empathy, his compassion, his genuine concern for others rather than for himself, his humility, his charisma was something that still makes my flesh tingle when I think about that first meeting 10 years ago. And let me begin with my personal encounter. When I came to visit at the home in Pennsylvania, he was very ill that day, as many of the days in the recent years, but nevertheless, he did not cancel the visit. As a gift, I brought to Mr. Gulen a copy of the Torah in Arabic to symbolize the connection of the words of the Torah, of Ahlul Kitab, the family of the book. I won't look into those old, tired, compassionate eyes again. I won't have a conversation again. I won't be able to come up to him and try and rub the concerns of the world from his shoulders as I once did, and I'll never forget. For him as a Sufi, for him as a pious lover of and believer in the beloved source, the liebesvolle Quelle, he's returned to that source. But what Rumi didn't talk about in his poem is how that reed, once I put some holes in it, and I breathe or blow into it, yields beautiful music. The neh becomes a musical instrument that before was just an empty reed. Hoja Effendi is also the source of blowing and breathing into all of us. And so it is our responsibility to make beautiful music in carrying out his vision. Thank you all very much. We are family, the original Arabic family of the books. We are family, and we cannot let other people create a false narrative of a conflict to serve their interests. We are family, and we must be together. Für mich war der Abend etwas ganz Neues. Also ich habe den Islam auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt. Ich selber komme aus der Kirche, ich bin auch kirchlich engagiert, also ich bin Christ und ich lese viel in der Bibel, mich interessieren aber auch die Schriften. Also ich habe auch einen Koran zu Hause und habe ihn gelesen, habe allerdings nicht viel verstanden, muss ich dazu sagen. Und wir leben in Velbert, das ist nicht so weit von Wuppertal weg, und in Wuppertal gibt es offensichtlich eine Art, ich sage jetzt mal Hardcore, Fundamentalisten im negativen Sinne, wie das heute Abend negativ beschrieben wurde. Und die Hizmet-Bewegung, die war mir nur als Fethullah Gülen-Bewegung bekannt. Da habe ich aber nichts von verstanden. Es wurde auch in den Medien eigentlich überhaupt nicht erklärt. Es wurde gar nichts erklärt, es bestand nur diese Feindschaft, und uns war allen klar, dass es ist ja bekannt, wie Herr Erdogan tickt. Uns ist eigentlich klar, dass das, was in den Medien rüberkommt, ein Narrativ ist, sagen wir mal so. Und heute Abend habe ich zum ersten Mal eine Seite des Islam kennengelernt und eine Erklärung erfahren, die ich unglaublich spannend finde. Also ich finde, ihr solltet rausgehen in die Welt und solltet
posaunen, wie der Islam wirklich ist. Und dann solltet ihr sagen, hallo, hier sind wir. Es gibt auch die anderen. Und ich finde das total spannend. Denn letztendlich sind die Werte, die die Hizmet-Bewegung voranbringt, das sind doch grundlegende menschliche Werte. Und die jüdischen Traditionen, die bringen diese Werte nach vorne. Es gibt ganz viele Christen. Die Bewegung von Mutter Teresa, die gründet auf genau diesen Werten. Das ist das, was uns verbindet. Und das sollten wir eigentlich vorantreiben. Also ich habe heute Abend unheimlich viel gelernt, obwohl ich ja die ganze Zeit irgendwie reden musste. Und das heißt, als Dolmetscher hat man sein Gehirn immer irgendwie auf Durchzug stehen in gewissem Sinne. Aber es war super spannend. Es war einfach super, super spannend. Ich kann der Bewegung nur wünschen, ja, ich wünsche euch, ich sage jetzt einfach du, ihr, wir sind alle Menschen, ich wünsche euch, dass es euch gelingt, dieses Bild viel mehr in den Vordergrund zu stellen, sodass das Bild der Radikalen, die ja dominant sind, einfach zurückgedrängt wird. Letztendlich sind wir alle Menschen und wir haben alle dasselbe Bedürfnis und ach ja. Ich habe gerade gesagt, ich kenne die Gülen-Bewegung seit 15 Jahren und habe das Gefühl gehabt, dass nach dem Fake-Coup, wie er heute gesagt hat, das etwas an Gewicht verloren hat. Und heute war eine wunderbar ermutigende Veranstaltung. Ich bin halbwegs Mitglied, also ich spende etwas dafür. Ich stehe auch auf einer Liste in der Türkei, weil einer der Gülen-Leute in Solingen in der Türkei festgehalten worden ist und hat gesagt, wen kennst du? Hat er mich auf die Liste gesetzt. Ich fahre nicht mehr in die Türkei, ich fahre auch so nicht mehr. Aber das war ein ermutigender Abend. Für mich war es die zweite Veranstaltung dieser Art und bei der letzten, die ich sogar ein bisschen mitorganisiert hatte in Düsseldorf, war es sehr anders. Insofern war es für mich überraschend, wie anders es heute war, weil ich ein bisschen erwartet habe, es würde so genauso laufen wie das letzte Mal. Ich fand, es war eine gute Veranstaltung. Die Referenten waren sehr stark amerikanisch. Ich habe mal studiert in den USA, das fand ich einfach sehr, hat auch Spaß gemacht. War aber einfach anders als, ja, da kam noch so ein ganz anderes Element herein. Was weder was mit Gülen noch was mit Islam noch mit sonst was zu tun hatte, sondern nur einfach, wie man so einen Vortrag präsentiert und dass man kleine Anekdoten macht und so. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht, das wieder zu erleben. Ich selbst bin, glaube ich, anders als Typ, aber war cool. Also ich möchte mich herzlich bei euch bedanken für das Organisieren von dieser wertvollen Veranstaltung. Ich habe von Esma davon gehört und war direkt interessiert, weil ich von Gülen die Mohammed-Biografie gelesen hatte vor vielen Jahren und davon sehr begeistert war von seiner Art der Darstellung, seiner Sachlichkeit und ja, ich würde mich freuen, weiterhin mit Mitgliedern der Bewegung in Kontakt zu bleiben und ja, sehr, sehr viel Wert darin für den interreligiösen Dialog. Da gibt es sehr viele Chancen, die man auch nutzen sollte. Also der Tag heute war für mich sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte schon Kontakt mit Menschen von der Hizmet-Bewegung, aber die waren aus der Schweiz, also aus Deutschland kannte ich noch keinen und ich wusste nicht, wie groß die hier ist. Ja, genau, und die Gedanken haben mich sehr, sehr angesprochen, weil ich da sehr viel Parallelen gefunden habe zwischen dem, was ich im christlichen Glauben leben möchte und was sie leben, sozusagen, dass wir einfach ja, im Dialog fragen, was Gott von uns möchte und für ihn leben. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Also ich habe so viele Parallelen gefunden, wo ich eigentlich den Wunsch habe, weiter im Gespräch zu bleiben, so dass wir einfach ja, zusammen weitergehen. Also ich fand es interessant, dass das eine andere Perspektive war auf Gülen, also auch eine jüdische Perspektive. Und ich fand das spannend, gerade angesichts der heutigen Konflikte. Das hat nochmal bestärkt, dass wir halt weiter offensiver im Dialog sind, dass wir eben auch als Gesellschaft und auch als Vereine in dem Bereich viel noch machen können. Gerade eben so diese einfachen Dinge, die ja auch von dem Referenten vorgeschlagen wurden, sich nochmal zum Essen zu treffen, sich einfach
einfach sich zu treffen und sich auszutauschen und eben auch den anderen versuchen zu verstehen. All diese einfachen Dinge, die ja auch wichtig sind, dass er das nochmal so hervorgehoben hat. Beide Referenten haben das, glaube ich, gemacht. Das fand ich nochmal gut und motivierend, würde ich sagen. Ja.